Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute das letzte Status-Update-Video zum Umzug. Ich verspreche es. Es ist zwar noch nicht komplett geschafft, aber ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo es nur noch minimale Anpassungen gibt, keine richtig riesigen Fortschritte mehr. Und ich bin jetzt auch eigentlich mehr oder weniger bereit, an den Autos weiterzuschrauben. Bedeutet heute das letzte Status-Update-Video. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier im Büro mal noch zusätzlich so ein Infrarotpanel gehängt. Das ist, wenn ich dann hier am Rechner sitze, aus irgendeinem Grund so richtig angenehm warm wird es momentan hier nicht. Es gibt ja doch von den Temperaturen hier dann häufig noch Minusgrade und so ist das echt angenehm zu arbeiten. Verbraucht auch gar nicht so viel Strom. 500 Watt hat das Panel, ist dann hier mit so einem speziellen Stecker, wo ein Thermostat eingebaut ist am Stecker selber. Und das erkennt dann eben die Raumtemperatur und schaltet eben ab, wenn die Raumtemperatur, also die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist. Und ansonsten wird eben geheizt. Schreibtische sind wie gesagt jetzt fertig aufgebaut. Rechner stehen. Ihr seht auch heute ist Samstag. Das heißt, ich drehe jetzt einen Tag bevor das Video online geht, weil einfach ja die Zeit ist immer knapp. Man ist ja auch berufstätig und Beruf geht natürlich vor. Deswegen ist es halt einfach zeitlich immer angespannt. Ich werde heute noch das Bild aufhängen. Das kommt hier an die Wand. Die Tür ist nur provisorisch hier, weil ich in dem Räumchen weitergemacht habe. Dann werde ich hier noch ein, zwei Schränkchen stellen, die jetzt noch draußen in der Halle stehen, wo so Computerkram drin ist. Also dort in die Ecke und hier neben den Schreibtisch kommt noch eins. Dann ist eigentlich, wie gesagt, erstmal soweit alles fertig. Ansonsten, ich habe es erwähnt, hier habe ich jetzt weitergemacht. Die Wand ist gestrichen. Auf dem Video sieht man jetzt gar nicht diesen Farbunterschied. Da nochmal vielen Dank an Alpina Weiß. Ich hatte ja hier schon angefangen zu streichen mit Alpina Weiß und habe dann mit Alpina Weiß weitergemacht. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, aber ja, auf der Kamera sieht man es jetzt nicht so gut, ist auf jeden Fall die erste Farbschicht mit Alpina Weiß ein bisschen heller als jetzt die neue Farbschicht mit Alpina Weiß. Es ist wie gesagt die gleiche Farbe, einfach wahrscheinlich nur eine andere Charge oder so. Ja, passt halt zu dem Zustand unseres Landes. Selbst so einfache Sachen wie Farben kriegt man nicht mehr einheitlich hin. Dann habe ich jetzt hier am Boden weitergemacht. Der ist zwar jetzt schon trittfest trocken, aber noch nicht ganz fertig trocken. Sonst hätte ich auch schon hier die Regale in so einer Zweier-Kombo hier hingestellt, weil das möchte ich machen, um diesen Farbunterschied so ein bisschen zu kaschieren und eben um mehr Stauraum zu haben. Allerdings, wie gesagt, der jetzt heute Morgen von mir frisch gestrichen worden. Ich kann jetzt schon drauf laufen, aber ich möchte jetzt nicht hier beim Regal aufbauen, da auf dem Boden rumschrauben. Das, denke ich mal, würde eher kontraproduktiv sein. Deswegen warte ich damit noch ein bisschen. Aber das sieht jetzt schon richtig gut aus, wenn das Regal oder die beiden Regale dann hier stehen. Da mache ich auch so zwei nebeneinander, so ein bisschen wie hier, auch zwei nebeneinander, vielleicht noch ein bisschen höher. Und dann, wie gesagt, sieht man auch den Farbunterschied nicht so. Ich glaube, jetzt kann man den Farbunterschied ganz gut erkennen. Ne? Das ist sozusagen die alt gestrichene Wand und die neu gestrichene Wand. Ja. Vielen Dank, Alpina Weiß. Ja, also mit der Bodenfarbe bin ich echt zufrieden. Wenn das dann hier steht, dann mache ich noch den vorderen Bereich. Ich habe jetzt hier bis nach hinten alles gestrichen. Das heißt, der Raum ist dann erstmal fertig. Ich hatte ja erwähnt, dass ich nicht bis ganz nach oben gestrichen habe, aber das kann ich irgendwann noch nachholen, wenn ich Muße habe. Des Weiteren ist da oben auch eigentlich die Wand nicht so schmutzig gewesen. So, jetzt gehen wir mal hier in die große Halle. Kleine Info noch zum Audi. Die Fehlermeldung mit dem Lenkwinkelsensor ist jetzt weg. Ich hatte es im letzten Video ja am Ende eingeblendet. Also ich musste es einfach nur nochmal neu kalibrieren. Das habe ich dann am Ende mit VCDS gemacht. Das ging schneller als mit meinem Launch-Tester, weil da war die Lizenz abgelaufen, musste mir eine neue Lizenz holen. Dann hat er wieder alles runtergeladen. Naja, ihr kennt es ja. Schöne neue Welt. Ja, also hier passt wieder nur dieser Reifendrucksensor. Das Problem habe ich noch, aber da will ich mir nochmal neue Felgen mit Sensoren kaufen, weil mir die Felgen eh nie so 100% gefallen haben. Dann ist das Problem, denke ich, auch weg. Hier ist ordentlich aufgeräumt, haben jetzt die ganzen Kartons nach oben in dieses Stellräumchen gepackt. Also ich habe ja, wenn wir hier nochmal schnell schauen, habe ich ja da oben diesen Stellraum, da haben wir jetzt die Kartons und alles, was ich nicht so oft brauche, reingeräumt. Denn ich habe das nicht allein geschafft. Bester Kumpel ist aus der alten Heimat hochgekommen letztes Wochenende und hat mir geholfen. Da geht auch nochmal ein ganz großes Dank raus. Das war echt super. Das hat mich megamäßig weitergebracht. Und ja, wie gesagt, hier ist jetzt alles relativ frei. Die Kiste kommt dann, wenn es vom Wetter wieder besser ist, wenn ich die Garage renoviert habe, kommen da die Gartensachen in die Garage. Hier drüben ist noch ein bisschen Solarzeug, das kommt dann auch weg, sobald ich eben bei besserem Wetter das Solar aufs Dach packe. Diese kleinen Schränkchen habe ich ja erwähnt, die kommen dann ins Büro und dann ist hier auch frei. Dann kann ich hier weitermachen und dann haben wir hier hinten entsprechend ausgeräumt und umgeräumt. Da ist die Ordnung noch nicht hundertprozentig, aber auch schon viel, viel besser. Die Kartons, die jetzt noch stehen, sind alles Kartons, die rüber in den Bungalow müssen. So, ja, keine Ahnung, ja, Wäsche und Handtücher und so Zeug. Das heißt, die könnt ihr euch wegdenken. Die haben hier nichts verloren.
Hier ist so, ja, die, sag ich mal, Hauswerkstatt-Ecke, so Werkzeug, was man im Haus braucht. Und da drüben haben wir jetzt die Regale nochmal weiter aufgebaut und eben auch schon gefüllt. Ein bisschen Platz habe ich noch, weil ein paar Kartons muss ich ja noch ausbauen, aber das sieht ausräumen, aber das sieht richtig gut aus. Da sind noch alte Weihnachtsgeschenke, die ich noch gar nicht dazu gekommen bin, zu verschicken. Das wird dann irgendwann, gibt es Weihnachtsgeschenke Mitte des Jahres bei mir. Ja, nee, das sieht jetzt hier richtig gut aus. Hier ist auch ordentlich Platz. Und ja, jetzt hätte ich gesagt, jetzt zeige ich euch den Werkstattbereich, denn da gibt es die größten Fortschritte. So, hier wie gesagt jetzt der Werkstattbereich. Das bitte auch wieder wegdenken. Das ist einfach nur Papiermüll. Den mache ich klein, der kommt dann noch weg. Und wie ihr sehen könnt, da ging es schon ordentlich voran. Wie gesagt, die beiden Reifenwuchtmaschinen, ich hatte es ja erwähnt, da spare ich noch auf eine Ameise. Sobald die da ist, kommen die an die Wand an die Seite. Und hier habe ich jetzt auch schon gestrichen, die Bodenfläche. Denn hier werde ich keine Puzzlematten legen. Die Puzzlematten kommen maximal bis da, wo jetzt die Kante ist, plus noch so eine Abschlussleiste, also hier rüber, da wo dann die Reifenwuchtmaschinen stehen und die Aufziehmaschine, vielleicht auch ein bisschen die Puzzlematten noch unter die Reifenwuchtmaschine und so. Da muss ich dann gucken, aber ich werde jetzt auf jeden Fall nicht die Puzzlematten bis hier vorne hinlegen, das mache ich nicht. Nur in dem Arbeitsbereich, das reicht mir. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier sowohl die Wand gestrichen, ne, hier, auch natürlich wieder nicht bis ganz nach oben, aber ich denke, ihr könnt das sehen, da oben ist eigentlich kaum Farbunterschied und da ist eigentlich auch nichts schmutzig. Insofern passt das. Und eben den Boden hier mit meiner schönen Farbe, das lasse ich auch noch trocknen. Dann kommt der Waschtisch, den ich ja auch schon in der alten Halle hatte. Der kommt dann hier an die Wand. Da drüben habe ich schon eine Mehrfachsteckdose, da kann ich den dann anschließen. Da ist ja eine Pumpe mit drin, damit ich die Teile eben entsprechend säubern und waschen kann. Wirklich eine super Geschichte und da bin ich auch echt froh, dass ich den habe. Wie gesagt, die beiden kommen dann hier an die Wand. Da werde ich vorher auch noch mal die Wand ein bisschen streichen. Und ihr seht auch, der Boden ist schön sauber. Den habe ich nämlich heute gewischt. Und zwar, ich glaube, 2 oder 3 Mal. Da sind immer noch so kleine feuchte Stellen. Da ist mir mal ein bisschen Öl drauf gelaufen. Da muss ich noch 1, 2 Mal wischen. Die Kompakthebelbühne habe ich jetzt mal hier hochkant gestellt. Und wie gesagt, die eigentliche Scherenhebelbühne werde ich dann noch mal ein bisschen mehr hier nach links verschieben. Muss aber, wie gesagt, noch das Kabel verlängern. Aber ihr seht, das ist jetzt wirklich schon ordentlich aufgeräumt. Das heißt, demnächst werde ich hier den Opel reinfahren. Die Kisten sind alle leer, die kommen dann wahrscheinlich auch hoch in den Speicher. Das USM-Zeug, das wird dann jetzt verschwinden, wenn ich morgen die Möbel drüben im Büro fertig aufbaue. Da, wie gesagt, habe ich euch ja schon gezeigt, das Ryobi-Zeug. Da ist jetzt auch mein Akkulader. Da muss ich mir noch was überlegen, dass ich den ein bisschen irgendwo an die Wand mache. Das muss ich schauen. Aber dann hier jetzt, wie gesagt, haben wir Regale aufgebaut. Da hinten ist sogar so eine kleine Krustelecke, da kann man reinlaufen. Hier so seitlich. Und da habe ich jetzt so ein bisschen Folien, Dämmmatte, meine Motorbrücke, ein bisschen Aluprofile und so, die ich dann später brauche für die Unterkonstruktion meiner Solarpanels. Und eben hier jetzt die Teile und eben, also einmal hier M2, dann das ist einfach allgemein Kabel und Elektro, da hinten wieder Opel. Ich habe das alles so versucht ein bisschen aufzuteilen, dass das ein bisschen strukturiert ist. Hier drüben jetzt die Werkstattwagen, die lasse ich da erstmal stehen. Wann da jetzt noch eine Werkstattwand kommt, muss ich gucken, aber jetzt so reicht mir das erstmal. Und das Raumgefühl ist eben, jetzt wo es aufgeräumt ist, richtig, richtig gut. Also das ist schon ein megamäßiger Fortschritt. Und wie gesagt, sobald ich eine Ameise habe, kann ich da die Puzzlematten fertiglegen und dann sieht das da auch schick aus. Die Car-Covers, ich werde dann die Autos demnächst auch mal putzen und dann packe ich das Car-Cover über die jeweiligen Autos. Dann stauben die auch nicht mehr ein und die bleiben schön sauber. Das muss ich dann eben auch noch machen, aber da ging es jetzt ordentlich voran. Und wie ihr sehen könnt, ist das jetzt wirklich in einem Zustand, dass ich eben demnächst anfangen kann, am Opel weiter zu schrauben. Ich hoffe, dass dann schon in der nächsten Woche ein Opel-Video kommt, wo ich anfange, die Ansaugbrücke abzunehmen, weil ich ja die Ventildeckel tauschen möchte und eben die Ventildeckeldichtungen entsprechend erneuern möchte. Zudem verliert er immer noch ein bisschen Kühlwasser. Da hat mir ein Bekannter den Tipp gegeben, dass hinten an der Ansaugbrücke irgendwie nochmal so ein kleines Rückschlagventil oder irgendwas ist, was anfällig ist und gerne kaputt geht. Und da in dem Zug, wenn die Ansaugbrücke weg ist, werde ich das zuerst mal prüfen, ob es das ist. Das wäre natürlich super, wenn es nur das ist. Alles andere wären wahrscheinlich größere Undichtigkeiten, da hätte ich jetzt weniger Lust drauf. Aber ich hoffe mal, dass es dieses kleine Rückschlagventil oder was ist und sprich dann ich das in einem Zug mit entsprechend erneuern und tauschen kann. Die 3D-Drucker, die werde ich dann jetzt demnächst auch rüber ins Büro stellen. Wenn da, wie gesagt, ich morgen die Büromöbel fertig aufgebaut habe, habe ich Platz, noch einen Schreibtisch zu stellen. Da kommen die dann drauf. Da passt das. Also es ging jetzt richtig ordentlich voran und ja, wie gesagt, sieht jetzt, finde ich, schon deutlich besser aus als zuvor.
Also ich bin sehr happy und wie gesagt, für euch war es jetzt erstmal das letzte Status-Update-Video. Es geht jetzt dann demnächst wieder mit Auto-Content oder irgendwelchen ja, Tech-Videos weiter, die ich halt so zwischendurch mache. Und natürlich werdet ihr dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen sehen, was sich noch verändert hat, aber ein dediziertes Update-Video mache ich erstmal nicht mehr. Insofern war es das für diese Woche. Wie gesagt, es tut mir leid, dass die Videos jetzt so ein bisschen teilweise zerrupft sind und nicht so richtig viel Content haben. Aber ja, vielleicht ist für den einen oder anderen auch was Hilfreiches dabei. Ach genau, was ich noch sagen wollte. Thema hilfreich. Fast vergessen, schaut mal hier. Bin ich neulich im Internet drüber gestolpert, habe ich auch bei jemand auf YouTube gesehen und ich fand die Idee klasse, weil ich habe das immer wieder das Problem, wenn ich hier gerade beim Um- und Aufräumen oder halt, ja, einfach wenn ich an den Autos schraube, habe ich halt immer so Mülltüten, keine dedizierten Müllcontainer oder Mülleimer, die gehen immer kaputt und sind sperrig und ja, war nie zufrieden. Und dann habe ich gefunden, es hat jemand bei YouTube auch im Video gehabt, das Müllbrett. Das gibt es leider nicht auf Amazon oder irgendwie bei eBay. Das gibt es wirklich nur bei denen direkt auf der Seite. Die haben eine eigene Seite, wo ihr das bestellen könnt. Die haben auch ein, zwei kleine andere Sachen. Aber ich wollte eben nur dieses Müllbrett haben. Das Ding ist aus Plastik, also auch abwaschbar und eben wiederverwendbar. Und das Schöne ist, wie ihr sehen könnt, ihr nehmt eine leere Mülltüte, ihr rollt das so ein bisschen zusammen, schiebt das in die Mülltüte und dadurch steht die, ist praktisch wie so ein Mülleimer. Ihr könnt bequem euren Müll reinwerfen und wenn ihr fertig seid, wenn es voll ist, dann zieht ihr das Müllbrett einfach wieder raus. Wenn ihr irgendwas hattet, was schmutzig ist, fahrt ihr einmal mit dem Lappen über das Müllbrett, dann ist wieder sauber und dann könnt ihr das Müllbrett wieder verwenden für die nächste Tüte. Also super geil, ja, also finde ich wirklich eine klasse Idee. Und ja, wie gesagt, wenn ihr ähnliche Probleme habt mit Mülltüten und dass die immer umfallen und sowas, schaut da auf dieser Müllbrettseite vorbei oder theoretisch, wenn ihr irgendwie ein Stück Plastik habt, ein größeres oder so, könnt ihr das ja auch nehmen. Ich fand die Idee gut und wollte die halt unterstützen, aber das nur so am Rande. Wie gesagt, ich kriege da auch nichts für, sondern ich fand einfach die Idee wirklich cool, weil ich das Problem schon oft hatte, dass dann die Tüten umfallen oder man wirft was rein und dann geht es nicht rein, weil die Tüte wieder in sich zusammengefallen ist. Halt so diese Alltagsprobleme. Genau, so insofern war es das für heute und dann geht es hoffentlich in der nächsten Woche mit reinem Auto-Content weiter. Ich wünsche euch eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch dabei seid. Bis dahin, alles Gute und ciao.